Hey, hallo und herzlich willkommen bei Gute Games geradezu geschenkt. Ich bin Kalle, ich bin Spieleentwickler aus Berlin und möchte euch hier Titel vorstellen, die es regelmäßig für unter 3 Euro gibt und euch davon unter 3 Minuten Gameplay zeigen, damit ihr gucken könnt, ob das Spiel vielleicht was für euch ist. Und damit meine ich richtig coole Titel, die nur einfach so hoch rabattiert sind, dass man sie sehr günstig kriegt. Zum Beispiel das hier. McPixel 3 ist ein Spiel von einem Einzelentwickler, der vor vielen Jahren auf Steam das Spiel McPixel veröffentlicht hat. Und wie man schon daran merkt, dass es gar kein McPixel 2 gibt, ist es hier alles nicht so richtig ernst gemeint, sondern ganz im Gegenteil ist es extrem slapstickig, was man hier macht. In sehr grober Pixelart und ultra trashiger 90s Musik macht man irgendwie so eine Art LucasArts Adventure-Style. Also das heißt, man muss Sachen anklicken und meistens bewirkt dieses Anklicken, dass man Leute tritt, Bomben detonieren oder man irgendwie wild uriniert. Das ist natürlich totale Geschmackssache, ob man das lustig findet, aber ich fand es auf jeden Fall schon sehr unterhaltsam. Und in diesen kleinen Aufgaben, wo man immer die Lage retten muss, geht es zum Beispiel in diesem Fall darum, ein vom Entgleisen zu bewahren und hat dann halt in so einer Miniszene, die oft nur aus wenigen Screens besteht, verschiedene Sachen, mit denen man interagieren kann. Und wenn man dann die richtige findet, so wie in dem Fall hier, kleiner Spoiler, hat man es halt gerettet. Aber es geht auch eigentlich darum, dass man halt wirklich alle Kombinationen von Sachen, die man machen kann, rausfindet. Da werden dann halt immer diese kleinen Mini-Thumbnails da unten gefüllt. Das ist halt eben Voraussetzung, um am Ende die Platin-Trophäe zu kriegen. Aber auch sonst ist es eine bunte Tüte voller unterschiedlicher Gameplay-Mechaniken. Also es gibt sogar nicht nur dieses Rumlaufen und Interaktionstaste drücken, sondern es gibt dann auch mal hin und wieder Minigames, wie zum Beispiel ein Autorennen oder ein kleines Mini-Shoot'em-up im Weltall. Und ja, dadurch wird die ganze Geschichte eigentlich nie langweilig. Das Einzige ist natürlich, dass man keinen Augenkrebs von diesem Pixel-Art-Style kriegen darf und ja auch einfach mit so ganz flachem Humor keine Berührungsängste haben darf, weil das wäre nämlich fatal. Das Einzige, was mir an dem Spiel halt nicht so gut gefallen hat, ist, dass es meistens wirklich sehr random ist, ob man jetzt das Richtige macht. Also man kann halt nie richtig vorhersehen, was eigentlich jetzt genau passiert, wenn man eine Aktion auslöst. Klar, das macht auch irgendwie den Reiz aus, aber in manchen Situationen kann es halt auch mal ein bisschen frustrierend sein. Und was auch super strange ist, das Spiel hat halt überhaupt gar keine Soundeffekte und dabei denke ich mir, dass es halt, wenn es immer noch und pff machen würde, gerade bei dem Quatsch, der hier passiert, nochmal ungefähr doppelt bis dreimal geiler wäre. Aber wie gesagt, ich finde, als Gesamtpaket ist es schon echt eine verdammt unterhaltsame Sache und bei diesem Preis einfach ein totaler No-Brainer. McPixel gibt es für PS Plus Abonnenten schon ab 99 Cent, was natürlich gnadenlos günstig ist, aber es ist nicht nur für die PlayStation 4 und 5 erhältlich, sondern halt auch für Switch, Xbox und PC. Also guckt einfach mal nach, wann es im Rabatt ist und setzt es euch auf die Wishlist. Auf jeden Fall sehr abwechslungsreiches Spiel, ist zwar total albern, aber ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß und habe es auch irgendwie komplett durchgezockt. Ja, so viel zu der Bewertung und den tollen Rabatten. Das bringt uns direkt zum Thema Developer Talk, weil da wollte ich mal kurz anmerken, dass es halt natürlich für Gamer super cool ist, dass es halt diese Rabatte gibt. Und es werden ja auch so gefühlt immer mehr und sie werden immer höher. Und die Schattenseite davon ist natürlich, dass wir alle inzwischen so ein bisschen darauf konditioniert sind, dass wir eigentlich immer erstmal warten, bis ein Game im Sale ist. Ne? Das ist natürlich für uns super cool, dann gibt es die Spiele günstig. Aber für die Entwickler ist es halt schon manchmal doof. Und da ist halt ein Argument, was ich öfter mal gerne höre, so, ja, ich kaufe die Spiele aber auf gar keinen Fall am Day One, weil da sind die ja noch total buggy und broken und dafür gebe ich doch dann irgendwie nicht so viel Geld aus. Und das ist natürlich auch total korrekt und legitim. Das Ding ist halt nur, es geht manchmal einfach nicht anders. Also klar, bei großen Firmen, die halt irgendwie Multimillionen-Dollar-Operationen da am Laufen haben, da hätte ich da auch überhaupt gar keine Skrupel zu sagen, ja Leute, wenn ihr es nicht hinkriegt, dann ist es eben so, dann kaufe ich das Game halt später für weniger, ne? Aber bei Indie-Entwicklern ist es halt echt oft so, dass es da richtig ums Überleben geht, ne? Und man halt am Anfang eine Planung macht, wie lange brauchen wir für das Game, sagen wir mal 1,5 Jahre. Dann plant man so alles ein, was das kostet, vor allem Mitarbeitende sind dann super teuer, ja, da kostet echt eine Firma, kostet eine Person, die am Schluss, sagen wir mal, 2,5 oder 2,8 im Monat raus hat, kostet die Firma halt 5.000, 6.000 Euro im Monat. Und das metert halt, da kommt unglaublich schnell sehr viel Geld zusammen. Und wenn man dann halt auf einmal merkt, so, oh Mist, ja, das Spiel braucht jetzt noch länger, wir haben uns dazu viele neue Features ausgedacht oder so, oder wir hatten einfach Probleme, die wir vorher nicht vorhersehen konnten, dann ist irgendwann einfach das Geld weg, ja. Und dann ist ja, wenn man eine Firma hat in Deutschland und merkt, man läuft jetzt in Gefahr, dass man die Rechnung nicht mehr bezahlen kann, dann muss man eigentlich halt sofort Insolvenz anmelden, weil das ist sonst eine Straftat, wenn man das nicht macht, ja. Und
sozusagen die Firma in die Pleite reitet und dann nicht drauf reagiert. Und dann muss man halt sagen, okay, Mist, ja, das Game ist jetzt eigentlich noch nicht polished genug, aber wir brauchen jetzt unbedingt Geld und das Einzige, was wir halt machen können, ist das Game releasen. Und dadurch kommt es dann halt echt öfters zu solchen Situationen, wobei natürlich auch die Schuld immer so ein bisschen am Entwickler mitliegt. Aber trotzdem, seit ich das selber mache, habe ich da irgendwie viel mehr Verständnis dafür und sage dann auch manchmal, ey komm, ich kaufe das jetzt einfach mal, weil ich habe halt irgendwie mitbekommen, durch halt eben gerade so Developer-Talks oder Posts im Internet, dass es halt eben auch nicht so gut läuft. Das tut mir dann super leid und wenn ich halt finde, die Firma ist cool und die machen eigentlich super gute Games, dann zahle ich da halt auch mal gerne ein bisschen mehr und schlage dann da auch am Day One zu und spiele es dann halt eben erst ein bisschen später, wenn ich halt meine, ich muss unbedingt noch auf die Patches warten. Ja, das ist so eine Perspektive, die hat man dann wirklich erst, wenn man so auf die andere Seite gekommen ist. Ich kann natürlich auch total verstehen, wenn man sagt so, mir egal, Hauptsache billig, ich kaufe die Dinger mit 90% Rabatt und dann hilft euch ja hoffentlich hier die Show so ein bisschen da die guten Sachen rauszufiltern oder vielleicht auch ganz neue Sachen zu entdecken, von denen ihr noch nie gehört hattet. Also wenn euch das gefällt, lasst doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal, weil dann sehen wir uns nämlich beim nächsten Mal wieder und das wird mich total freuen. Tschüss!